Der Seat Cupra, Modelljahr 2020. Hier steht da ein ausgewachsener SUV, der aber zwei Herzen vereint. Nämlich einmal Family oder Sport, wenn ich zum Beispiel gerne Mountainbike fahre oder Ski oder habe Ambiente oder möchte einfach mal ein richtig tolles Auto haben, was Beschleunigungswerte hat, wo mancher Sportwagenhersteller neidisch werden könnte. Ich gucke mal gerade zum Markt Cyril, 300 PS, stimmt das? Er nickt, ja, 300 PS und eine Sportlichkeit und eine Ausstattung, die Sie lange suchen werden, zu einem Preis, der so unverschämt ist, ja, dass ich ihn fast gar nicht zeigen möchte. Keine Anzahlung, keine Restzahlung, ja, 299 € pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer natürlich. Der Cupra Ateca 2020, natürlich in der Holzversion, ohne jegliche Ausstattung. Spaß beiseite, nee, da ist schon richtig Ausstattung dabei. Genau, Sven. Also wir haben hier auch wieder mal nicht an der Ausstattung gespart. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die PS in die Rate umzuwandeln und haben gesagt, das kriegen wir hin und das schaffen wir. Und der Michael hat den Rotstift angesetzt und hat das geschafft. Ja, da ist der Michael Scheer. Du bist der Verkaufsleiter bei Seat Cyril in Saarlouis. Ja, 2,99, das ist ein geiler Preis. Das ist ein richtig geiler Preis, ja. Kommen wir nochmal auf das Thema. 3 Jahre Laufzeit. Also wir hatten auch schon mal ähnliche Angebote mit 2 Jahren schon mal. Da haben Leute gesagt, ja, die 990 € Überführung, Zulassung, wenn man das umrechnet, geht das nicht auf 3 Jahre. Da hast du zugehört. Genau, wir haben zugehört. Wir haben das Ganze noch ein bisschen optimiert. Wir können das Ganze jetzt 3 Jahre anbieten für die 299 €. Und die Überführungskosten, die kannst du auch natürlich mit in die Leasingrate mit aufnehmen. Ja, wir hatten eben ein kurzes Video gemacht über den Ibiza. Das war ein Sondermodell. Ist das hier auch ein Sondermodell? Bei dem Cupra gibt es ein Sondermodell, aber das ist er nicht. Beim Cupra Ateca gibt es noch den Limited Edition. Sobald der Limited Edition da ist, zeige ich dir den lieben gerne, Sven. Aber die sind von Werk aus, also praktisch die Basisversion ist schon voll quasi, würden andere sagen. Hier gibt es keine Basisversion. Wir haben angefangen von zum Beispiel, also hier brauchen wir nicht über normale Ausstattung zu reden, wie Zentralverriegelung oder elektrische Fensterheber, sondern hier muss man schon drüber reden, was für ein Cockpit hast du, und hier hast du ein virtuelles Cockpit drin, das Standard ist. Hier hast du 4 Auspuffrohre, die Standard sind. Hier hast du 19 Zoll Leichtmetall-Performance-Felgen, die Standard sind. Also das sind Sachen, die wir hier als Standard wählen. Diffuser, Spoiler, Diffuser, alles. Alles, das ist alles Standard, wie du das Auto hier außen siehst. Wir fangen mal gerade von vorne an. Ja. Du bist Seat-Händler, muss man sagen. Cupra, eine eigene Marke jetzt, genau. Das war nicht immer so. Genau, also wir sind seit über 26 Jahren Seat-Partner und letztes Jahr hat Seat die Marke Cupra ausgegliedert. Wir haben immer schon Cupra-Modelle. Das Cupra steht für Cup Racer und kommen mit dem Seat-Marke auch aus dem Rennsport und sind damit auf die Straße gegangen und haben gesagt, okay, Seat sagte, wir bilden hier eine eigene oder gründen eine eigene Marke, die genau das nochmal darspiegelt und widerspiegelt, was im Endeffekt Rennsport ausmacht, und bringen das auf die Straße. Und hier siehst du das beste Beispiel dafür. Ja, Allrad. Ist Allrad getrieben? Ja. Ist Allrad getrieben? Ja. Also ich habe jetzt mal vermutet, ihr sagt, nee, ist kein Allrad. Nee, es ist ein Allradgetriebenes Fahrzeug. Ja, du würdest mit Fronttriebler mit dem Motor so nicht vernünftig fahren und keinen Spaß haben können. Und hier hast du Spaß. So. Ja, die Farbe bei 299 €, ist da weiß dabei? Nee, da haben wir Energy Blau. Für ein paar Euro im Monat bekommst du dann auch das Weiß, Schwarz, Grau. Aber wirklich nur ein paar Euro? Wir sprechen im einstelligen Euro-Bereich bei der Farbe? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, es gibt wenige Extras, die man dazu bestellen kann. Ja, die CO2-Effizienzklasse D, aber er hat auch 300 PS. Das heißt, da geht richtig die Luzi ab und kombiniert immer noch 7,3 Liter. Das heißt, ich habe hier einen Sportwagen mit 300 PS, den ich tatsächlich mit um die 7 Liter bewegen kann. Ja, und du hast eben etwas ganz am Anfang was Perfektes gesagt. Wir haben hier ein Auto in 2 Herzen schlägt, hast du gesagt. Wir haben hier 2 verschiedene Fahrzeuge. Wir haben hier ein alltagstaugliches Familienauto. Über die DNA-Verstellung können wir hier das Fahrzeug so steuern, dass wir wirklich einen so gut wie Standard-SUV trotz 300 PS haben und können über die DNA-Verstellung dann wirklich den Motorsport aufleben lassen und können hier eine Performance erwecken, die seinesgleichen in dieser Kategorie sucht. Okay, wenn ich jetzt hier vorne die Front sehe, sieht der 299er genauso aus? Der sieht genauso aus. Ja. Du hast also hier alles schon in schwarz Hochglanz lackiert, unten den Schriftzug Cupra,
Der Front Assist mit 30 km/h, Notbremsfunktion. Was du jetzt hier noch siehst über dem Kennzeichen, da ist noch eine Kamera. Das ist jetzt ein extra noch mit einer Top-View-Kamera. Okay, das heißt, ich habe etwas mehr Sicht, wenn ich das haben möchte. Ist in der Basisversion eine Einparkhilfe mit drin? Da ist Einparkhilfe hinten, vorne und er hat sogar den Parklenkassistent immer schon drin. Auch schon mit drin bei 299. Also ich sag mal, wenn wir hier über eine Basisversion, wenn es überhaupt eine gibt, sprechen, die ist ja eh schon super ausgestattet. Ich zeige nochmal den Preis, 299 € pro Monat ohne Anzahlung, keine Restzahlung, 10.000 Kilometer? 10.000 Kilometer, die kannst du individuell anpassen. Ja, Wahnsinnsangebot. Ja, wir gucken uns das Auto jetzt mal intensiv an, denn wer so ein Auto kauft, möchte natürlich alles wissen. Die Dachreling, ist die dabei? Die Dachreling ist dabei, auch in schwarz Hochglanz lackiert. Außenspiegel auch in schwarz Hochglanz lackiert immer. Die Türgriffe sind in Wagenfarbe. Das Dach, ich nehme an, das ist ein Glasdach, was oben drauf ist. Das ist ein Panorama-Glas-Schiebedach. Das musst du damit dazu ordern, wenn du es haben möchtest. Ansonsten ist ein Stahl, also praktisch kein Dach drin. Ein Stahldach, wo nicht zum Öffnen ist, das ist sehr mäßig drin. Ja. Aber worauf du hinaus willst, ist wahrscheinlich der schwarze Interieurshimmel, der natürlich das Auto sehr hochwertig erscheinen lässt. Genau, mach mal auf, da haben wir gerade noch die Kurve bekommen, ja. Es regnet auf keinen Fall rein. Ne? Wie viele Komfortschlüssel sind dabei? Es sind 2 Schlüssel dabei mit Funkfernbedienung. Gut, also das ist mit dabei. Wenn ich da jetzt sehe, die Inneneinrichtung, da ist jetzt, das sieht aus wie Alcantara. Das sind Alcantara-Sitze, der hat jetzt noch als extra noch Schalensitze. Die sind optional, dass du die mitordern kannst. Ansonsten aber immer schon Alcantara-Sitze drin. Alcantara ist quasi eine Art Lederersatz, ein Kunstleder, das aber so pflegeleicht ist, dass jemand, der zum Beispiel ein ähnliches Material Wildleder hätte, der würde wahnsinnig werden. Ja. Man kann es gar nicht pflegen. Nee, also Wildleder kann man damit gar nicht vergleichen. Das hier ist ein absolut pflegeleichtes Produkt. Und der größte Vorteil davon ist, einfach im Sommer keine Sitze zu haben, wo man sich das Gesäß verbrennt, ne? Oder den Rücken. Und im Winter ist es relativ warm. Genau, und das Gegenteil dann auch im Winter. Im Winter ist es schon warm ohne Sitzheizung und angenehm, wenn man sich reinsitzt, fühlt man sich direkt perfekt wohl und wirklich geborgen. Ja, ich habe bei mir im Wohnmobil helle Alcantara-Sitze. Da ist natürlich bei meinem Sohn schon mal, oder bei mir auch, schon mal Schokolade drauf und so. Die kannst du einfach abwischen. Die sind unglaublich, ich sag mal, pflegeleicht. Genau. Gar kein Problem, und hier haben wir übrigens auch einen Vorführwagen, und zwar meinen. Das Fahrzeug hier ist nicht neu und der wurde schon mehrfach benutzt, und hier siehst du, wie perfekt und sauber so ein Auto zu halten ist. Da ist es, ja. Steig mal ein, ich komme auf deine Seite, dann zeigen wir das mal gerade, dass wir mal gucken, wie wäre denn der Arbeitsplatz eines möglichen Chauffeurs. Ich komme mal kurz hier rein. Also was sehr, sehr auffällig ist, und da hinten ist der Michael. Alles das, was ich hier innen sehe, ist bei 299 dabei. Das große Navigationssystem Plus mit integrierter Festplatte. Was du jetzt hier vielleicht noch als extra siehst vorne, ist ein Knopf für die elektrische Heckklappe. Der kommt noch dazu. Und die Sitzheizung. Die Sitzheizung, wenn ich das haben möchte. Da reden wir aber immer von kleinen Eurobeträgen im einstelligen Bereich. Wenn ich was dazu ordern möchte, sehe ich das Multifunktionslenkrad dabei. Das ist dabei, ja. Vorne das virtuelle Cockpit, das du individuell auf deine Bedürfnisse einstellen kannst. Ist noch gar nicht so alt, oder? Das kam erst vor 2 Jahren? Ich glaube, letztes Jahr haben wir das bekommen. Letztes Jahr. Das ist also so, ich kann das so einstellen, das sind keine richtigen Instrumente mehr, das ist ein Display. Das ist ein Display, du kannst hier auch vorne das Navigationssystem anzeigen. Noch eins weiter gerade, Chef? Nee, gerade noch, ja. Du kannst dir das Navigationssystem vorne im Cockpit anzeigen. Du kannst dann auch noch die Größe verändern, indem wir hier auf dem Lenkrad auf View drücken. Kannst du dann individuell das auf deine Bedürfnisse anpassen. Krass. Das ist dabei. Du fährst das Auto, du kommst aus dem Rennsport. Also ich habe mich eben schon nicht getraut, das zu erwähnen, ja, weil Rennsport heißt ja, du bist sofort ein Umweltsünder. Nee, das ist ein richtiger Sport, der Höllenspaß macht, ja, der jetzt sogar elektrisch gefahren wird, muss man sagen. Also viele fahren jetzt auch schon elektrisch, das ist gar kein Thema. Einige haben sich sogar dazu entschieden, nur noch elektrisch zu fahren. Rennsport hat jetzt, ich sag mal, mit dem Thema Umweltverträglichkeit, das kriegt man irgendwie hin. Aber du fährst hier das Auto und du sagst, du hast selber Family, du hast selber ein Kind, du hast wie viele Hunde? 2 momentan. Zwei Hunde mit dabei. Das heißt, du brauchst ein Auto mit viel Platz. Und ist das hier ein Sportwagen? Ja, also wir haben hier, wie gesagt, Familienfahrzeug und Sportwagen in einem. Natürlich, wenn ich in Begleitung mit Kind oder Hund fahre, fahre ich nicht so sportlich oder auch nicht mit der DNA-Verstellung so, dass es wirklich sportlich ist, sondern familiär. Und wenn ich die dann draußen habe und sage, jetzt will ich wirklich mal sportlich fahren, und dann schalte ich hier an diesem Drehrad um. Warte, ich zeige das mal gerade, warte kurz. Also hier haben wir einmal die Normalfunktion, dann haben wir Sport,
dann haben wir Cupra, dann haben wir Individual, dann hätten wir Offroad, wenn es wirklich ins Gelände geht. Und wenn mal Schnee liegt, können wir uns im Schnee auch noch besser fortbewegen und kriegen dieses Auto nochmal von der Stelle weg. Ja, das ist reine Elektronik, die das Ganze steuert. Genau. Das heißt, ich kann die Fahrprogramme der Software, die da eingebaut ist, läuft ja heute alles über Software. Also das Auto ohne Software wäre quasi verloren mit der Leistung. Da ist sogar die Verteilung, glaube ich, Vorder-Hinterachse, Lastverteilung, wird alles über Software geregelt. Ja, die wird immer über Software geregelt. Der holt sich also den Schluff so, wie er ihn braucht, sodass er kein Rad durchdreht. Wobei wir immer noch eine mechanische Differentialsperre auf der Vorderachse haben und dadurch natürlich Wahnsinnsvortrieb. Auch im Nassen, das Teil geht wirklich immer, das Auto geht immer vorwärts. Und was ganz Tolles bietet die DNA-Verstellung, verstellt man mehrere Funktionen. Man verstellt Lenkung, man verstellt das Ansprechverhalten des Gaspedals. Wir haben also ein ganz anderes Ansprechverhalten des Motors dadurch natürlich auch. Und was ganz, ganz toll ist, der Klappenauspuff, der dementsprechend... Der ist dabei. Und im Normalmodus, wie ich ihn jetzt drin stehen habe, fahre ich mit der Familie, habe kein lautes Fahrzeug, habe ein Standard-SUV mit richtig Power. Und wenn ich auf Cupra oder Sport umstelle und dann macht er die Klappe auf und ich habe wirklich einen geilen Sound. Da ist so eine kleine Rennstrecke hier angedeutet. Genau, und es hat noch dann Auswirkungen noch zusätzlich aufs adaptive Fahrwerk. Also es kommt dann auch noch dazu. Das ist auch dabei. Das ist auch mit drin bei den 299. Klär mich auf. Adaptives Fahrwerk, wie funktioniert das? Ist das Luft oder sind das Federn, die irgendwie eingestellt werden? Oder wie funktioniert das genau? Nee, das wird auch elektronisch gesteuert und dann wird die Härte verstellt von dem Fahrzeug. Wir können nicht die Höhe verstellen per Luft oder so, sondern einfach den Härtegrad. Hier nochmal im Normalmodus haben wir einen alltagstauglichen SUV mit einem weichen Fahrwerk und gehe ich auf Sport oder Cupra oder stelle mir im individuellen Modus das Fahrwerk auf hart und schon habe ich ein wirklich hartes Fahrzeug. Das kann man aber nicht mehr so sehen wie früher die ursprünglichen Fahrwerke, die so knüppelhart dann oder so sind. Wir haben hier ein perfekt abgestimmtes Fahrzeug, mit dem ich jede Kurve richtig genial fahren kann. Der liegt wie ein Brett auf der Straße? Ja, sozusagen. Ist das wirklich so? Ja, absolut. Okay, obwohl der Motor ist ja vorne, ist nicht in der Mitte wie bei anderen oder hinten. Das ist so. Diese 300 PS, merke ich die, wenn ich die haben will? Gibt es sowas wie, ich habe das mal bei Porsche, dass man so runterdrückt, beide Teile. Habt ihr sowas? Launch Control? Ja, wir haben sowohl eine Launch Control, auch eine Anfahr-Launch Control. Die ist dabei? Ja, die ist dabei. Das ist auch programmiert und die ist absolut irre. Das Auto geht vorwärts ohne Ende. Und natürlich, du hast angesprochen, die 300 PS, die merke ich in jeder Fahrstufe, egal ob normal oder Sport oder Cupra. Wenn ich die Leistung brauche, kann ich es abrufen und übers Gaspedal oder die Schaltwippen am Lenkrad. Wenn ich jetzt ganz verrückt bin und sage, ich will alle Cupra-Dinger ab, will da wieder SEA drauf haben, habt ihr das jemals erlebt? Nee. Die Marke... Nur umgekehrt. Ja, genau. Die Marke ist so gravierend geil eingeschlagen, dass wir sogar Leute haben, die sagen, wann kommt denn endlich jetzt der Leon? Kann ich den nicht schon mit dem neuen Cupra-Logo bestellen? Und wir sagen, nee, erst bei dem neuen Leon. Wenn der neue Leon als Cupra kommt, haben wir einen Cupra Leon und keinen Leon Cupra mehr. Okay, ich verstehe. Hier siehst du gerade etwas, was auch noch ganz interessant ist, hier die Ambientebeleuchtung. Guck mal da auf meine Hand. Warte, ich guck auf deine Hand. Kann man die Farbe einstellen? Genau, die Farbe ist 8-fach einstellbar. Wir haben also 8 auswählbare Modis hier für die Farbe und dann ist die Ambientebeleuchtung nicht nur an den Händen, wo ich jetzt halte, sondern auch in dem Armaturenbrett und hier beim Navi. Hier siehst du jetzt schön das Rote. Ich verstelle dir das jetzt mal ganz einfach, dass du mal siehst, was wir da machen können. Hier über Setup lässt sich das ganze Auto konfigurieren. Nicht nur die Ambientebeleuchtung, wirklich das ganze Fahrzeug kann man individuell einstellen. Hier sehen wir die 8 verschiedenen Farbmodis und wenn wir jetzt hier aufpassen, hier das Rote, wenn ich hier auf Orange halte, geht das in Orange und so ändert sich dann diese Farbe in dem gesamten Innenambiente auf Orange. Ja, also der Volkswagen-Konzern, Seat ist ja eine Marke, Cupra ist eine Marke daraus, die lieben keine großen Experimente. Ich meine, die bauen die Autos dann in großen Stückzahlen. Habt ihr Stress gehabt mit Software, mit Fahrwerk, mit irgendwelchen Kinderkrankheiten, die der hatte? Leider nein. Also, ich sage das bewusst, weil ich ja Unternehmer bin und auch natürlich eine Werkstatt betreibe. Und ja, wir haben da echt Flauten in der Werkstätten, weil wir wirklich ein Produkt hier haben, das seinesgleichen sucht und von der Qualität und allem so weit getestet wurde, dass wir wirklich so gut wie keine Probleme oder keine großen Mängel haben. Rückrufaktion? Software-Updates nennt man das. Software-Updates. Bei uns beim normalen Werkstattbesuch mitgemacht, bekommt der Kunde in der Regel gar nicht mit. Das sind Verbesserungen. Hier reden wir dann wirklich wieder über das Ansprechverhalten des Motors, das verbessert wird, oder die Härteeinstellung vom Fahrwerk. Da werden Sachen gemacht, die das Fahrzeug noch geiler und noch besser machen. Und im Großen und Ganzen müssen wir näher zum Kunde sagen, du warst hier zur Inspektion, jetzt ist dein Auto noch immer geiler. Die Klimaautomatik ist mit drin?
Die Zweizonen-Klimaautomatik ist mit drin. Und hier hinten hast du auch noch ein Gebläse. Ich komme mal kurz zu dir. Also ich mal kurz, dass ich das auch mal sehe. Mach mal gerade die Tür auf. Die tolle Colorverglasung, ist die mit drin? Ja, die ist dabei. Die hinteren Seitenscheiben und Heckscheiben sind dunkel getönt. So, wie gut, dass wir ein SUV drehen, kannst du auch besser einsteigen. Und hier unten haben wir noch ein Netz für das Handy reinzustecken, dass wenn ich es hier aufladen kann, dann kann ich hier über das USB-Kabel das Handy aufladen, hier reinstecken und dann fliegt es nicht rum. Ja. Wenn du gerade von hier hinten mal noch guckst, wir haben hier mittlerweile ja überall Touchscreen und dann muss man bei uns nicht touchen, wir haben hier eine Hand und dann kann man das mit der Hand dann bewegen. Ja, das kenne ich von meinem Google Pixel. Genau, das hat auch so einen Radarsensor. Genau, Radarsensor, ohne dass man dann quasi das Display überhaupt bewegt, kann man das betrieben. Das heißt, ich kann auch vor- und zurückspulen bei Liedern. Genau, Ja. alles. Krass. So, steig mal aus. Ich könnte noch eine Stunde. Wir haben übrigens, für alle, die es mal sehen wollen, die geben einfach mal bitte Zurl ein und Ateca Cupra. Oder Cupra Ateca, genau, so ist es. Ich lerne das noch. So, da haben wir noch mal ein extra Video gemacht, da sind wir sogar gefahren, sind wir damit. Also da könnt ihr alles noch mal hören. Ich bitte dich nur eine einzige Sache, wenn wir jetzt gleich den Kofferraum drin haben, du musst ihn noch mal anmachen. Ja. Und zwar nicht wie ein Mädchen, sondern den Motor starten, meine ich damit. Anmachen können wir ihn natürlich gerne. Wenn das Fahrzeug natürlich im betriebswarmen Zustand ist, ist der Sound der Auspuffanlage noch ein kleines Ticket besser. Und das kommt natürlich auf der Kamera nie so rüber, wie es wirklich ist. Vorbeikommen, erleben und ihr werdet alle begeistert sein. Ja, machen es trotzdem gleich mal, aber ich will das unbedingt mal. Hier haben wir die Rückfahrkamera bei dem Fahrzeug. Und auch ein ganz tolles Feature von uns ist hier die Waschdüse. Ja. Viele Kunden sagen, Kamera brauche ich nicht, die ist immer dreckig und verschmiert und nass und die sehe ich sowieso nichts. Die wird jedes Mal gewaschen beim Rückwärtsgang. Wenn man einen Rückwärtsgang drin hat und betätigt die Heckwischwaschanlage und dann tut diese Hochdruckdüse quasi die Kamera sauber machen. Ja, man lacht jetzt so drüber. Ich kenne nur Leute, bei denen ich mit dem nassen Finger einmal kurz drüber fahre, die schon gar nicht mehr sauber machen, weil es nach 2 Minuten sowieso wieder dreckig ist. Genau so ist es. Und hier braucht man das nicht und kann die Kamera wirklich für das nutzen, was man sie auch gekauft hat. Ja, du hast ein neues Kind bekommen vor kurzem. Passt den Kinderwagen rein? Hier passt der Kinderwagen rein. Und weißt du, was noch viel geiler ist? Dieses Fahrzeug gibt es mit Anhängerkupplung. Es gibt ein Sport-SUV mit Doppelrohr-Auspuffanlage, mit Diffuser hinten und trotzdem mit Anhängerkupplung. Ist die drin? Nee. Die kommt auf Knopfdruck raus. Die kommt auf Knopfdruck elektrisch raus. Das ist die Anhängerkupplung. Hier haben wir den 13-polischen Anschlussdeckel. Und wenn du Wohnwagen fahren möchtest und möchtest über die Grenzen Europas hinaus oder in Europa, dann brauchst du hier quasi ja einen Abreißseil-Fanghaken und der ist hier schon mit dran. Ja, leider musst du dann unter das Auto krabbeln, wenn du ihn wieder reinhaben möchtest. Das ist schade. Nee. Auch enttäuschen, Sven. Hier oben ist ein Schalter und solange der Motor nicht läuft oder die Zündung nicht an ist, drücke ich einfach hier drauf, der entriegelt und ich klappe die ganz locker leicht an. Könnte vorher sogar die Kappe drauf machen, da mache ich noch nicht mal mehr die Finger schmutzig. Genau. Die ist halt noch unbenutzt, daher ist sie noch sauber. Super. Aber wir könnten noch eine Stunde, glaube ich, drüber reden. Wir reden mal über das Angebot. Ja, ihr habt es vorne auf der Motorhaube. Nimm es mal kurz hoch, denn wir müssen über eine Sache ganz, ganz dringend reden. Das ist nämlich das große Thema Rückgabe. Das heißt, ich lease jetzt so ein Auto, zahle 299 € und dann habt ihr mir erzählt, da gibt es auch Händler, klar, jeder will Autos verkaufen, die sagen dann, naja, 299 Sportwagen, aber wehe, du gibst das Auto zurück. Dann kriegst du jeden einzelnen Piez berechnet, ja. Das stimmt nicht, denn es gibt, ich sag mal, normale Abnutzungserscheinungen, die ganz normal sind, die sind dokumentiert, die sind im Preis mit drin. Ja, also es gibt einen Katalog, den wir hier vor Ort aushändigen können. Gegebenenfalls will der Kunde das möchte, können wir den auch per PDF zuschicken. Hier sind die Schäden genau klassifiziert und kategoriert. Hier sieht man, was man als Schaden im Normalfall anerkennt. Das heißt, bei normalen Gebrauchsspuren, wir reden bei einem Auto immer von einem Gebrauchsgegenstand, dass der nicht so bleibt, wie er jetzt hier steht, dann würde er nicht benutzt werden und würde nicht verkauft werden. Und so gehen wir natürlich hin und gucken uns nachher die Schäden an. Und selbst wenn größere Schäden dran sind, ist es immer der Dialog mit dem Kunden. Ganz wichtig, der Kunde sollte Ihr nehmt den selber zurück? Wir nehmen den zurück. Wir können die Erstbesichtigung und den Ersttermin machen, bevor überhaupt eine Leasing oder ein Versicherer in Anspruch genommen wird, ein Gutachter mehr oder weniger. Und dann ist der Dialog mit dem Kunde da, was haben wir an Schäden wirklich da, wo nicht akzeptiert werden und wie kriegen wir die kostengünstig weg. Ja, dein
großer Freund des Smart Repair, das muss man sagen. Ihr seid ein Unterstützer, weil es muss nichts repariert werden, was nicht repariert werden muss. Das sind Künstler, die können wahre Wunder machen. Du hast eine Beule drin, eine Delle, die holen die raus, das siehst du nicht mehr. Nein, das siehst du nicht mehr. Dabei habe ich ein Karosseriezentrum, wo wir genau solche Reparaturen durchführen und dann wirklich für ganz schmales Geld auch Schäden wegmachen. Da kommt einer und hat vorne den Spoiler verkratzt oder richtig tief verkratzt oder was und dann kriegt man das wirklich kostengünstig repariert. Ja, auch im zulässigen Rahmen. Du bist ja auch sehr Vertragshändler. Das heißt, die müssen nicht zu irgendeinem, ich sag mal, Hinterhof gehen, der den das kurz vor der Abgabe machen. Die können vertrauensvoll mit dir sprechen. Genau, die können erst vertrauensvoll mit mir sprechen und wir reden hier, Sven, über so ein geiles Produkt mit einem solch geilen Namen, Cupra, dass hier die Kunden schon vorher kommen und lassen die Kratzer wegmachen. Die wollen gar nicht so fahren. Also wir haben keinen Cupra, der wirklich mit einem Kratzer oder einer Delle fährt. Dann stehen die hier und sagen, Mensch, was kostet denn hier die Delle rauszumachen? Und dann sagen wir 80 €, drücken wir die Beule, ohne zu lackieren. Fertig. Ja, großes Problem. Also 2,99, keine Anzahlung, keine Restzahlung. Laufzeit 3 Jahre, 10.000 Kilometer. Fahre ich jetzt 40.000, 10.000 mehr. Da gibt es eine Karenz, die wird erstmal abgezogen und dann zahlt man die Mehrkilometer. Wie läuft das? Genau, du hast eine Toleranz von 2.500 Kilometern, kannst also in 3 Jahren für die 299 €, kannst du 32.500 Kilometer fahren. Alles, was darüber hinausgeht, wird der Kilometer mit etwa 9 Cent verrechnet. Es gibt eine Servicepauschale, die kann ich dazu buchen? Es gibt eine Servicepauschale, es gibt ein Inspektionspaket, Wartungspaket, das du mitbuchen kannst, dass du sogar die Inspektionen dann monatlich zahlen kannst. Ja, da ist er. Ja, ganz schlecht allerdings, das muss man auch erwähnen, dieses Fahrzeug ist bei den Versicherern so teuer, dass die Rate von 299 € geradezu billig erscheint zur monatlichen Versicherung. Denn ein solcher Sportwagen mit 300 PS, der muss ja wahrscheinlich ein Vermögen kosten in der Versicherung. Leider nein, Sven, auch hier muss ich dich mal wieder enttäuschen. Wir reden hier über ein Produkt, das auf dem Markt keine Schadenskategorie hat. Das heißt, der ist so super günstig eingestuft, dass Kunden kommen und sagen, Mensch, der Versicherer hat mir hier ein Angebot gemacht oder wir machen ein Angebot über unsere Versicherung und sagen die Leute, das kann doch gar nicht sein, der ist ja billiger wie mein jetziges Auto und hat 300 PS. Ja, genau. Und zwar kommt es hier auf die Häufigkeit der Schäden an. Und das hier ist ein Fahrzeug, das fährt nicht hin zum Kunst und damit gibt es nicht überall an jeder Ecke einen Schaden und damit hast du ein Fahrzeug, das nicht nur in der Leasingrate für 299 € bezahlbar ist, sondern auch in der Versicherung. Also ich frage so deswegen, weil die Leute suchen gerade zu den Haken. Bei 299, da kriegst du bei anderen keinen Sportwagen, nicht mit der Ausstattung, nicht mit den Extras. Und du weißt, bei Volkswagen, die haben eine Aufpreisliste, die ist unendlich, wenn du das willst. Ja. Viele sparen denn und sagen, nee, brauche ich nicht und ärgern sich am Schluss. Doch, hier ist ultra viel drin. Ist Apple CarPlay mit drin? Wir haben Apple CarPlay mit drin und wenn du immer den schönen Haken ansprichst, du kommst hierher, machst den Haken nur noch dort, wo die Zusatzausstattung ist, was du möchtest, konfigurierst dir dein Auto und dann ist der Haken unten rechts für die Unterschrift und sonst gibt es wirklich keinen Haken, Sven. Absolut nicht. Das sagt Marc Zyrol, übrigens ein ausgezeichneter Händler. Wir gehen mal ganz kurz zu eurer Trophäe, die hast du durch harte Arbeit bekommen, nämlich du wurdest ausgezeichnet im Jahr 2018, da gab es genau einen einzigen Händler, der ausgezeichnet wurde für einen bestimmten Preis. Du hast, glaube ich, Dealer Award hieß er, oder? Genau, wir waren Top Dealer Award, haben wir gewonnen in der Kategorie Sales und Sales ist ja Vertrieb. Also und da waren wir ganz stolz drauf, einmalig in Deutschland. Gab's ein einziges Mal? Einen einzigen und wird jedes Jahr verliehen in der Kategorie Sales. Den kannst du ja nicht bei Computerbild bestellen für 100 €. Nee, dann wäre es auch keine Ehre und würde mich nicht so stolz machen. Nee, es war nur Spaß, liebe Leute von Computerbild, war nicht so gemeint. Denn es gibt ja so Preise, die kannst du einfach kaufen, da kriegst du irgendein Logo, ein Zertifikat. Nee, das Ding, das kann man sich nur erarbeiten, oder? Genau, das kann man nur erarbeiten und hier sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf. Ja. Ja, ihr habt 2 Standorte. Hier ist der große Vertriebsstandort für Neufahrzeuge, muss man sagen, mit angeschlossener Werkstatt. Ihr habt auch Jahreswagen, Gebrauchte und so weiter, aber ihr habt einen, ich sag mal, sehr, sehr alten, hätte ich fast gesagt, und bekannten Standort in Saarwellingen, das ist gar nicht so weit weg von hier. Genau, wir haben einen bekannten und kompetenten Standort in Saarwellingen und dort, sage ich mal, ist so viele Jahre Seat und Cupra Kompetenz, sodass wir jedes Fahrzeug auch wirklich richtig gut und kostengünstig repariert bekommen und jede Anfrage über eine Reparatur sich bei uns gegenüber einer freien Werkstatt definitiv lohnt. Sehr schön. Wenn ich das Auto von weiter weg kaufe, ihr habt Kunden aus Hamburg, aus München, die Videos machen es möglich, ich darf meinen Service bei jedem Cupra-Partner machen, oder? Natürlich, klar. Auch mit dem Wartungspaket kannst du quasi von jedem Cupra Servicestation ersetzen lassen. Und hier musst du nur als Kunde, würde ich den Augenmerk darauf legen, es gibt Cupra Exklusivhändler und dort ist das natürlich möglich, dann auch die dementsprechende Service zu bekommen. Du bist auch Cupra Exklusivhändler?
Natürlich, ja, sagt Marc Zürl und Michael Scheer, Verkaufsleiter aus dem Hause Marc Zürl GmbH, Fasanallee 48 in 66740 Saarlouis. Wenn Sie das Fahrzeug übrigens abholen, es gibt sogenannte One-Way-Autovermietungen. Das heißt, ich kann mir ein Auto mieten, für eine Strecke kann ich hier abgeben in Saarlouis und kann dann das Fahrzeug in Empfang nehmen oder ich fahre mit der Bahn. Ja, also diese Möglichkeit besteht. Wir kümmern uns dann quasi auch um die Abgabe des Mietfahrzeuges. Holt den auch ab, den Kunden? Wir können den Kunden abholen am Bahnhof, wir können den Kunden abholen am Flughafen. Alles das machen wir, gar kein Thema. Das heißt, ihr macht das bundesweit inklusive Mehrwertsteuer. Ist das für Gewerbe auch möglich? Natürlich, und da zieht man die Mehrwertsteuer noch raus und dann geht das auch für Gewerbe. Ja, inklusive Mehrwertsteuer. Euch beiden vielen Dank. Wir drehen am 19. Februar 2020, ja, so lange vor, reicht kurz vor Karneval, was hier gefeiert wird. Euch beiden viel Erfolg, 299 € pro Monat, 10.000 Kilometer im Jahr, keine Anzahlung, keine Restzahlung, der Cupra Ateca 2020. Vielen Dank, tschüss. Danke, tschüss.